Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beatle TV einfach anders. Es ist Donnerstagabend und das heißt, dass wir live sind mit dem Interview mit Chantal Frey. Es geht um das Thema satanisch-ritueller Kindesmissbrauch. Wir sind bei Teil 8. Heute ist die Thematik die folgende. Gibt es rechtliche Möglichkeiten? Wurde schon mal was versucht? Verjährung, Beweise, wie sieht das aus? Kleiner Hinweis, technisch gesehen, Facebook scheint nicht zu funktionieren. Also wenn ihr Leute habt, die auf Facebook warten, informiert die vielleicht. Ihr müsst dann rüberkommen auf D-Live oder was haben wir auch noch, Twitter oder VK funktioniert. Aber Facebook mag mich heute nicht. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich jetzt auf die Gäste und dass wir uns austauschen können. Ich finde ein sehr wichtiges Thema, das man ansprechen muss. Und jetzt herzlich willkommen. Hallo Chantal und hallo lieber Marcel. Hallo, danke für die Einladung. Hallo, guten Abend. Schön hat es geklappt, im Sinne von, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dieses Thema aufzuarbeiten. Heute ein sehr wichtiges Thema, wo wahrscheinlich ganz viele Menschen auch beschäftigt. Ja, wenn das gewisse Menschen zweifeln, dann natürlich auch, ist das wirklich so, also es fast nicht glauben können, aber mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die darüber berichten und du, Marcel, hast ja selber auch sehr intensiv mit Chantal zusammen das angeschaut und ich glaube, bevor wir vielleicht mal anfangen, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Marcel Polte, ich bin Jurist. Ich habe rund 15 Jahre in internationalen Wirtschaftskanzleien gearbeitet, da allerdings auf einem ganz anderen Gebiet, mehr im Zivilrecht bzw. Gesellschaftsrecht. Also hatte da keine Berührungspunkte mit der Thematik. Auf die bin ich erst in den letzten Jahren gestoßen, im Rahmen einer Tätigkeit, die ich neben meinem Anwaltsjob durchgeführt habe. Da habe ich therapeutisch gearbeitet. Und so kam dann eins zum anderen. Ich bin auf das Thema rituelle Gewalt, MK Ultra, aufmerksam geworden, war überrascht, wie viele seriöse Quellen es da gibt, vor allem wie viel Fachliteratur von Therapeuten es gibt, die eindeutig belegt, dass rituelle Gewalt ein reales Phänomen ist, wo auch im Detail beschrieben ist, wie die Täter vorgehen. Und die Recherchen hatte ich dann 2019 zusammengefasst in einem Buch Dunkle Neue Weltordnung, Teil 1 und dann kam der Kontakt zu Chantal Frey. Wir haben uns ausgetauscht und letztlich eigentlich auch zu ihrem Buchprojekt ausgetauscht und ich durfte dann freundlicherweise da auch ein Vorwort beitragen und freue mich, dass sie jetzt Gehör findet und mittlerweile ja sogar die Namen auch nennen konnte, die im Buch selbst nicht genannt sind. Mhm. Das hat sie in anderen Teilen genannt und es ist natürlich für viele Menschen bricht da eine Welt zusammen. Auch für mich gewisse Namen war für mich, kann ich sagen, schockierend. Aber es ist wichtig, dass das ans Tageslicht kommt und dass die Menschen sich damit auseinandersetzen. Vielleicht eine Einstiegsfrage, wann warst du das erste Mal mit dem in Berührung gekommen? Weil für mich, muss gestehen, wann war das? Vielleicht 4 oder 5 Jahren, aber vorher hatte ich das wie nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das wie nicht mitbekommen, vielleicht auch unbewusst ausgeblendet. Wie war das für dich? Ja, für mich ähnlich. Also viel länger als 5, 6 Jahre ist mir das Thema auch nicht bekannt. Nachdem es mir dann bekannt wurde, habe ich dann allerdings sehr intensiv recherchiert, sehr viele Quellen, auch amerikanische, ausgewertet, auch abgeglichen mit deutschen, auch bei der CIA Anfragen gestellt nach Unterlagen und Ähnliches, so dass dann die Recherche doch recht schnell und zügig voranging und ich dann so etwa nach 2 Jahren Arbeit dieses Buch dann auch schreiben konnte. Wie war das für dich? Du hast ja international recherchiert. Hast du dann auch, ich kann mir vorstellen, Support bekommen oder gab es Gegenwind? Wie war da deine Erfahrung? Also die Erfahrungen waren unterschiedlich. Ich muss sagen, die amerikanischen Therapeuten, die ich angesprochen habe, waren grundsätzlich etwas offener und auskunftswilliger als deutsche Therapeuten. Die haben zum Teil, nicht alle, aber ich sag mal die meisten, die ich angeschrieben habe, recht abwehrend reagiert. Einerseits haben sie gesehen, ich hatte mich vorher mit Themen beschäftigt, die scheinbar nicht seriös schienen, wie das UFO-Phänomen, was allerdings mittlerweile durch die Mainstream-Medien und Pentagon und so weiter
bestätigt wurde, aber vor allem auch, das war nur ein Faktor, vor allem auch, weil da ganz klar durchkam, man hat Angst, sich zu diesem Thema auszutauschen. Also eine bekannte Therapeutin auf dem Gebiet, die auch Bücher geschrieben hat, schrieb mir dann auch gleich, also per E-Mail schon mal gar nicht, weil eben den Therapeuten bewusst ist, mit wem sie es hier zu tun haben, auch wenn es gerade in Deutschland, muss man immer wieder darauf hinweisen, wirklich sehr viele Therapeuten gibt, die mit dem Thema zu tun haben. Da gab es vor, ich glaube, 3 Jahren, ich meine 2019 war das im Mai, eine vom Bistum Münster ausgerichtete Fachtagung zum Thema, wo über 200 Teilnehmer zusammenkamen, die meisten davon Therapeuten, aber auch Betroffene, auch Polizeibeamte, Ärzte, was zeigt, das sind keine Einzelfälle, und eine Expertin aus Deutschland beschreibt es so, dass das ein brennendes Problem sei in der täglichen Praxis von Traumatherapeuten. Also krasse Sache, ich muss sagen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Weil du hast natürlich auch da Sachen erfahren, die der Normalbürger, also mich belastet das auch, und viele wollen da gar nicht hinschauen. Ja, es ist auf jeden Fall belastend, weil die Schilderungen, die man da hört und halt auch immer wieder hört, auch im Detail sich gleichen, was zeigt, da kommen wir aber später noch darauf zu sprechen, dass eben sich da eindeutige Muster und nicht nur lokal, sondern weltweit zeigen, die natürlich auch für die Glaubwürdigkeit der Opfer dann sprechen. Aber es ist natürlich belastend, sowas aufzunehmen, wobei natürlich ich versucht habe, da eine eher objektiv wissenschaftliche Warte eines Forschers einzunehmen. Und eben nicht ständig die Themen emotional an mich rangehen zu lassen, um da einfach auch vernünftig arbeiten zu können und das zu strukturieren zu können und eben auch in der Form dann darstellen zu können, die nicht zu emotional ist, sondern eher einen Überblick über die Faktenlage gibt. Ja, ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, dass man es irgendwie schaffen kann, mittel- und langfristig daran zu arbeiten, weil es ist wirklich vielleicht sogar mitunter ein Plan, dass die meisten Menschen eben das gar nicht angehen können, weil sie es einfach nicht schaffen. Und darum ist es auch, ich glaube, auch ein Grund, wieso dass dieses Thema so lange und nicht darüber geredet wurde. Aber ich glaube, jetzt ist es die Zeit, und das ist so wichtig, dass viele Menschen das sehen können. Ich bitte euch, das auch zu verteilen, weil es ist ein sehr wichtiges Thema, dass die Betroffenen eine Stimme bekommen und dementsprechend auch eine größere Gruppe sind, weil wenn es Einzelpersonen sind, ist die Bedrohung und die Gefahr für einzelne Personen einfach größer, als wenn es plötzlich ein paar hundert sind, die weltweit die Stimme erheben. Und das ist eigentlich meine Motivation, mit Chantal zusammen diese Serie zu machen. Und das hoffen wir, dass wir das auch umsetzen können. Gehen wir mal auf die Thematik ein, rechtlich. Da gibt es natürlich viele Menschen, die die Frage stellen, ja, Moment mal, da habt ja diverse Psychotherapeuten und so weiter haben das bestätigt, dass sie das erlebt haben, da gibt es ja Gutachten, natürlich beide Seiten, wo man versucht, das zu verschleiern, zu vertuschen und so weiter. Aber da gibt es natürlich auch ganz klare Aussagen, wo man dann sagen muss, das kann man nicht verschleiern, das kann man nicht vertuschen, das ist einfach so. Dann kommt dann plötzlich der rechtliche Aspekt. Dann sagt natürlich jeder, ja, klagt die einfach an und die sollen dann vor Gericht und dann ist alles gut. Ich glaube, es klingt sehr schön, aber in der Realität wahrscheinlich ganz eine andere Geschichte. Ja, wobei man da differenzieren muss. Viele glauben, weil es eben, und ich kann jetzt nur vom deutschen Strafgesetzbuch, aber gut, in der Schweiz ist es in dem Punkt genauso sprechen, weil es da eben nicht den Straftatbestand der rituellen Gewalt gibt, sei es schwierig, das Ganze zu verfolgen. Und das, muss man sagen, ist ein Fehlschluss. Es stimmt zwar, dass es tatsächlich rituelle Gewalt im Strafgesetzbuch nicht gibt, aber das hindert es überhaupt nicht, diese Täter verfolgen zu können, weil wir eben beispielsweise im deutschen Strafgesetzbuch über 300 Straftatbestände haben oder Normen haben und da ist, ich sag mal so, also eigentlich alles abgedeckt, was man so hört in den Berichten von Überlebenden, gerade aus dem Bereich der Sexualstraftaten, verschiedene Körperverletzungen, Freiheitsentzug, Mord, Totschlag, das gibt es alles und das reicht alles aus, um auch die Täter letztendlich verurteilen zu können, also rein von der Rechtsgrundlage her.
haben wir alles, was wir brauchen. Es wäre natürlich schön, es gäbe den Straftatbestand rituelle Gewalt oder bei den einzelnen Delikten dann noch eine Verknüpfung, wo man dann auch noch mal vielleicht verschärft verurteilen kann, wenn ein ritueller Bezug besteht. Das gibt es in der Tat leider nicht, aber das schadet nicht. Es wäre nur insofern schön, wenn wir das hätten, wäre natürlich es leichter, eine Statistik zu führen. Allerdings natürlich auch nur, wenn man dann auch entsprechend Fälle hat, wo sowas verurteilt wird. Aber dann könnte man sagen, beispielsweise im Jahr gibt es so viele Fälle, wo ein ritueller Bezug in den Verurteilungen festgestellt werden konnte. Ja, genau. Ich hatte da auch mit Chantal Frey drüber gesprochen, wie das denn ist. Gibt es das im Ausland? Hatte jetzt am Vorfeld auf dieser Sendung auch noch mal recherchiert und ist tatsächlich so, dass es beispielsweise in den USA in verschiedenen Staaten in den 90er Jahren eingeführt wurde, dieser Tatbestand von rituellen Gewalt, beispielsweise in Kalifornien, in Idaho, in Missouri. Wobei man sagen muss, in Kalifornien und Idaho, in Kalifornien und Missouri wurde das auch schon wieder abgeschafft mittlerweile, aber in beispielsweise Idaho gibt es noch einen recht umfänglichen Straftatbestand, der auch gerade diesen rituellen Bezug darstellt, wo man auch sieht, der wurde geschaffen vor dem Hintergrund dieser Fälle, die da bekannt wurden. Da wird zum Beispiel beschrieben, dass strafbar ist, wenn Kinder sowohl tatsächlich als auch interessanterweise simuliert eine Folter erleben oder Missbrauch erleben oder auch nur anwesend sind und das Ganze einen rituellen Bezug hat. Also sowas gibt es. Aber damit kommen wir natürlich zu der Frage, selbst wenn es solche Straftatbestände gibt mit ritueller Gewalt, oder aber, wie im deutschen Strafgesetzbuch es ausreicht, was wir da haben, um zumindest einzelne Aspekte zu bestrafen, führt uns das natürlich nicht weiter, wenn es keine entsprechenden Ermittlungen gibt oder keine entsprechenden Beweise gefunden werden können. Das also ist ganz klar. Verstehe ich das richtig als Laie jetzt? Das ist krass. Das heißt also, es gibt natürlich Tatbestände, wo man bestraft werden kann, Missbrauch wahrscheinlich, aber für rituelle satanische Gewalt gibt es keinen Strafbestand, zum Beispiel in Deutschland. Also es gibt, klar wird man bestraft, aber nicht explizit für dieses schlimme Vergehen. Ja, genau, wobei man natürlich jetzt aus der Perspektive eines Strafrechtlers das sehen muss. Das würde man dann in der Theorie so einordnen. Man hat beispielsweise einen Missbrauch von Kindern. Der findet statt im Rahmen eines Rituals. Das heißt, den Missbrauch habe ich, den kann ich auch bestrafen. Ich könnte jetzt ergänzen im Strafgesetzbuch, dass, wenn dieser Missbrauch im Kontext eines Rituals stattfindet, beispielsweise, dass dann noch etwas härter bestraft wird. Das wäre der Ansatz, aber es ändert sozusagen nichts daran, dass ich ein solches komplettes Ritual beispielsweise in kleine Abschnitte quasi unterteilen kann. Und dann komme ich halt bei der einen Tathandlung auf einen sexuellen Missbrauch, ich komme bei der anderen Tathandlung auf eine Körperverletzung, ich komme vielleicht auf einen Mord, ich komme gleichzeitig auf einen Freiheitsentzug und viele andere Straftatbestände. Also wenn man die alle zusammennimmt, hat man da genug, so dass im Ergebnis gar nicht jetzt drauf ankommt, habe ich jetzt auch noch einen rituellen Bezug, den ich auch noch als Tatbestandsmerkmal damit abhaken kann, damit vielleicht dann die Freiheitsstrafe nochmal um ein Jahr hochgeht oder wie auch immer, wobei strafrechtlich gesehen das sogar schwierig wäre, weil könnte man sagen, naja, warum, wenn ich ein Kind vergewaltige, missbrauche, warum wird das härter bestraft, wenn es im Rahmen eines Rituals geschieht? Ja, die Vergewaltigung ist dieselbe. Zumindest könnte ich da wahrscheinlich nicht jetzt besonders viel höher gehen, nur weil es im Rahmen eines Rituals erfolgt ist. Also das heißt, wenn jetzt jemand ein Kind vergewaltigt und das Gleiche in einem Ritual macht, wo es noch viel heftiger ist, kann das sein, dass das gleiche Strafmaß rauskommt? Nicht unbedingt. Also da würde natürlich schon geschaut, was gibt das Strafgesetzbuch noch an Differenzierung her. Bei der Vergewaltigung, bei dem Missbrauch, wenn das jetzt tatsächlich in dem rituellen Kontext härter und heftiger wäre und da sozusagen zusätzliche Straftatbestände erfüllt wären,
dann könnte ich das schon härter beurteilen. Also beispielsweise Körperverletzung. Da spielt es auch eine Rolle, ob ich jemand mit der Faust ins Gesicht schlage oder ob ich einen Gegenstand in der Hand habe oder mit dem, wie es so schön heißt in den Urteilen, mit dem beschuhten Fuß trete, weil dann habe ich ein Werkzeug und das führt dazu, dass ich zu einer gefährlichen oder schweren Körperverletzung komme, je nach den Folgen. Und das kann ich dann auch härter bestrafen. Und genauso wäre das hier. Also man müsste schauen, was ist das Ergebnis, was muss das Opfer erleiden. Und da kann ich durchaus dann härter bestrafen. Also beispielsweise beim Ritual wäre es höchstwahrscheinlich so, dass dann mehrere Personen den Missbrauch begehen. Häufig sind das ja dann Gruppenvergewaltigungen. Und da haben wir durchaus dann schon im Strafgesetzbuch, dass die gemeinschaftliche Begehung strafverschärfend dann zu Buche schlägt. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, grundsätzlich explizit für diesen Tatbestand, sprich rituelle Gewalt, gibt es im Gesetzbuch in Deutschland und auch vielen anderen Ländern keine entsprechende Paragraph oder so, das kann man so sagen. Das gibt's nicht, wobei ich eher glauben würde, so habe ich es auch gesehen, also es gibt zwei Varianten. Beispielsweise in diesem Gesetzbuch von Missouri habe ich gesehen, da haben sie es so gemacht, da haben sie quasi einen normalen Missbrauch genommen und haben in demselben Straftatbestand gesagt, wenn da jetzt noch ein ritueller Bezug dazukommt, dann wird das härter bestraft. Das heißt, da habe ich sozusagen nicht mal einen eigenen Straftatbestand, sondern einfach ein zusätzliches Merkmal, nämlich des rituellen Bezugs oder Kontextes, was strafverschärfend wirkt. Oder ich könnte natürlich auch einen völlig neuen Straftatbestand fassen, den ich dann rituelle Gewalt nenne, so ähnlich dann in Idaho, wo das auch beschrieben ist, dass es selbst ausreicht, man simuliert das, weil tatsächlich häufig auch diese Dinge ja simuliert werden, um Kinder zu traumatisieren. Das ist jetzt aber nicht unbedingt zwingend nötig und man muss sagen, wenn wir von ritueller Gewalt sprechen, dann wäre das auch strafrechtlich gesehen viel zu vage, weil was heißt rituelle Gewalt? Am Ende fällt es doch wieder darauf zurück, habe ich hier eine Körperverletzung, habe ich hier einen Missbrauch, habe ich hier vielleicht einen Mord, habe ich das vielleicht auch in Summe, also das würde völlig ausreichen. Also insofern, wir haben genug, was eigentlich viel wichtiger und interessanter ist das sozusagen vorgelagert, die Strafverfolgungsorgane das Phänomen der rituellen Gewalt gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich habe beispielsweise beim BKA angefragt, nachdem Guido Grant vor Jahren das auch schon mal gefragt hatte, ob dort das Phänomen der rituellen Gewalt gezielt verfolgt wird, ob es da beispielsweise eine Ermittlungsgruppe gibt zum Thema rituelle Gewalt. Und da wurde mir gesagt, nein. Wenn es einen rituellen Kontext gibt, dann würde das halt mit untersucht, wenn es in anderen Straftatverhältnissen auftaucht, aber eben nicht gezielt. Und das ist der entscheidende Punkt. Also ich hatte selber so einen Eignungstest beim BKA und habe gesehen oder erlebt dabei, dass es schon bei der Auswahl der BKA-Beamten, also Bundeskriminalamt ist es in Deutschland, darauf ankommt, sind die in der Lage, Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen. Darum ging es eigentlich bei allen Tests. Man musste mathematische Reihen erkennen, man musste in jeglicher Form in der Lage sein, Zusammenhänge möglichst schnell zu identifizieren. Und wenn ich natürlich von vornherein keine Ermittlungsgruppe habe, die eine Perspektive speziell auf das Thema rituelle Gewalt hat, sondern jeder bei sich mal, wenn da was auftauchen sollte, da vielleicht mal einen Blick mit drauf wirft, bin ich natürlich niemals in der Lage, von Seiten der Strafverfolgungsbehörden hier des BKA Zusammenhänge zu erkennen, die Täterstrukturen zu erkennen, vielleicht zu sehen, wo gibt es gehäuft solche Fälle, wo werden vielleicht gleiche Täter, gleiche Tatorte genannt. Das ist sozusagen das vorgelagerte Problem. Und wenn wir das vernünftig machen würden, dann würde sogar ausreichen, was wir jetzt im Strafgesetzbuch haben, auch wenn sozusagen noch schöner wäre, man würde da diesen rituellen Bezug auch noch mit einführen. Ja, was ich einfach daraus höre, ist, dass... Ich kann was dazu sagen. Ja, Chantal, klar. Ja, also für mich als Betroffene würde mir das extrem dienen, wenn es eben diesen Tatbestand rituelle Gewalt hat. Und ich sage warum, aber als Laie, als Betroffene, ich habe keine Ahnung von diesen juristischen Dingen so. Aber zum Beispiel hatte ich ja einen von den Tätern, die ich hatte ich angezeigt und ich habe mit dem 17 Jahre lang Gewalt erlebt. So, und dann stand ich vor dem Staatsanwalt und habe das
so viele Sachen erzählt, was ich mit dieser Person erlebt habe. Und das wurde alles aufgenommen und so. Und dann kam aber die Frage, okay, können Sie mir ein genaues Datum nennen? Wann war denn das? Wann war denn das? Wann war denn das? Und welche Uhrzeit und so weiter. Und das war ich nicht in der Lage. Absolut nichts, weil es war ja eben im Rahmen von dieser rituellen Gewalt über mehrere Jahre hinweg, es war einfach das Phänomen Gewalt, das ich erlebt hatte, und darüber wollte ich sprechen und das wollte ich eigentlich zur Anzeige bringen. Ja. Tatsächlich ging es dann so, dass ich an einziges Datum wirklich noch wusste, ganz genau, an welchem Datum was geschehen war. Das war alles, was ich mit Datum bringen konnte. Und dann wurde einfach diese Tat untersucht. Und alle 17 Jahre vorher konnten sie quasi nichts damit anfangen, weil ich ja nicht sagen konnte, genau an welchem Tag. Ich konnte zwar sagen, wo und was genau passiert ist, aber ich konnte nicht sagen, ist es, weiß ich, was 3-mal die Woche passiert oder vielleicht 4-mal oder so. Und das hat gefehlt. Ja. Aber was sagst du dazu, Marcel? Ja, da ist auch hier nicht das Problem, dass rituelle Gewalt als Straftatbestand nicht vorhanden ist, weil das würde sozusagen auch nicht weiterhelfen in dem Sinne. Weil auch wenn man einen Straftatbestand hätte, rituelle Gewalt, bleibt es natürlich bei diesen strafrechtlichen Grundsätzen. Jemand wird verurteilt, wenn er einen Straftatbestand erfüllt hat. Man sagt dazu objektiv und subjektiv. Das heißt, er muss diese Merkmale erfüllt haben, beispielsweise den Körper eines anderen Menschen verletzt haben. Und er muss vorsätzlich oder zumindest fahrlässig gehandelt haben. Er muss rechtswidrig gehandelt haben, was beispielsweise ausscheidet, wenn jemand in Nothilfe oder Notwehr handelt, und er muss schuldhaft gehandelt haben. Und das muss natürlich auch bewiesen sein, also vor allem die Tatbestandserfüllung muss bewiesen sein. Und da ist halt das große Problem für Überlebende von ritueller Gewalt, dass die Straftaten oft sehr lang zurückliegen. Ist natürlich auch nichts anderes, sage ich mal, bei normalem Missbrauch in Anführungsstrichen, wo kein ritueller Bezug gegeben ist, wo vielleicht eine Tochter den Onkel oder Vater anzeigen will und das ganze Jahre zurückliegt. Am Ende kommt es ja immer darauf an, kann ich es beweisen? Es ist sicher nicht immer notwendig, dass man wirklich den Tag oder die Uhrzeit nennt, aber es muss halt in irgendeiner Form möglich sein, ja, die Täterschaft zu beweisen. Und das ist das große Problem natürlich, gerade bei ritueller Gewalt, wenn die Erinnerungen daran ja häufig erst dann im Erwachsenenalter, oft ja mit Anfang, Mitte 30 auftauchen, aber die Taten in der Kindheit oder Jugend verübt worden sind. Und das ist aber sozusagen ein strukturelles Problem. Da müsste man überlegen, wie man vielleicht vor dem Hintergrund, dass das so ist, da eine Lösung findet. Aber allein sozusagen der Straftatbestand rituelle Gewalt, der würde es nicht ändern. Ja, da müsste man trotzdem das genauso beweisen wie eine Körperverletzung oder ein Mord. Ja. Aber da kommen wir gleich auch noch mal zu, was das Ganze so schwer macht. Ja. Oder ich kann vielleicht auch jetzt mal drüber springen. Und zwar hatte ich eben erwähnt, ich hatte recherchiert noch mal, in welchen US-Bundesstaaten es schon so einen Straftatbestand gibt. Da gibt es sicher noch viele mehr. Das war gerade in den 90er Jahren, wo das dann aufgeführt wurde oder eingeführt wurde in die Gesetze, als in den 80er und 90er Jahren sehr viele solche Fälle ja bekannt wurden in den USA. In den Medien wurde es dann sehr schnell Satanic Panic genannt. Der Begriff wurde jetzt ja wieder in der Schweiz auch sozusagen reaktiviert. Naja, auch in Deutschland gibt es jetzt solche Dokus. Ja, genau, Satanic Panic, False Memory und so. Das ist alles ja schon lange bekannt. Und da bin ich auf ein wunderbares Dokument gestoßen. Kannte ich vorher auch nicht, werde ich auch ganz sicher, ich arbeite gerade an einem neuen Buch zu dem Thema mit aufnehmen, weil das sehr schön die Themen hier mal beschreibt, über die wir heute sprechen. Und zwar ist das, nennt sich das Ganze Report of Utah State Task Force on Ritual Abuse, also der Bericht einer Task Force des Staates Utah zum Thema rituelle Gewalt. Und der ist schon von Mai 1992. Wenn man sich das anschaut, also unter dem Namen kann man es googeln, findet man das Dokument. Da waren rund 30 Personen in diesem Komitee aus verschiedenen Institutionen, Psychologen,
von Einrichtungen, von Hilfeeinrichtungen für sexuellen Missbrauch und Ähnlichem. Also rund 30 Fachleute, und die haben damals 1992, muss man sich überlegen, vor 30 Jahren lag all das, über das ihr hier schon jetzt die, ich weiß nicht, 7. oder 8. Sendung macht, lag das alles eigentlich schon auf dem Tisch, wenn man sich das anschaut. Und zwar wurde da anhand der Berichte, die da in den letzten Jahren aufgekommen ist, dieses Thema mal umschrieben. Da wurde zum einen gesagt, es gibt halt diese Pseudosatanisten, die irgendwann meinen, sie müssten Satanisten sein und dann vielleicht sogar Vereine gründen oder Vereinigungen gründen, wie die Church of Satan. Dann gibt es halt Jugendliche, die da irgendwelchen Unfug auf Friedhöfen treiben. Aber es gibt auch, wird hier gesagt, sozusagen die geheimste Form dieses Phänomens, nämlich den generationenübergreifenden Kultmissbrauch. Und da ist schon sehr interessant und sehr auf den Punkt gebracht, wenn ich das kurz hier mal vielleicht am besten gleich übersetze, oder ich weiß nicht, soll ich es auf Englisch vorlesen oder gleich Deutsch lieber? Übersetzen. Ja, okay. Was hier geschrieben wird zu dem Thema dieser generationenübergreifenden Kulte. Also zum einen wird gesagt, dass einige Forscher und Wissenschaftler sogar davon überzeugt sind, dass diese Gruppen schon seit Jahrhunderten existieren. Üblicherweise würden die Betroffenen in dieses Glaubenssystem hineingeboren. Sie würden von Geburt an missbraucht, um später dann Täter zu werden. Dieser Kultmissbrauch könnte Hand in Hand gehen mit einer Fassade nach außen, beispielsweise als christliche Familie. Die Mitglieder werden häufig sehr bekannt und in der Gemeinschaft respektiert. Und unter Umständen würden auch neue Mitglieder beispielsweise unter Jugendlichen rekrutiert, aber die Führungsrolle würde immer in diesen Familien bleiben. Und das fand ich eine sehr treffende, knappe Umschreibung von dessen, über das wir hier jetzt schon lange sprechen. Und wenn man überlegt, vor 30 Jahren war das also schon in einem offiziellen Dokument einer staatlich eingesetzten Kommission umschrieben. Und auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, das fand ich sehr passend für unser heutiges Thema, dass hier mal angesprochen wurde, die Probleme, warum man so wenig Fälle hat, wo wirklich zu einer Verurteilung kommt. Quasi das Beweisproblem. Und hier wird genannt, zum einen, dass die Zeugen natürlich sehr unter Druck gesetzt werden. Könnte man noch ergänzen, zusätzlich, dass es ja auch bei multiplen Betroffenen dann auch Innenpersonen gibt, die auch Aussagen verhindern oder falsche Informationen bringen und Ähnliches. Dann der systematische und geübte oder skillful, also systematische und mit besonderen Methoden ausgeführte Zerstörung von physischen Beweisen wird hier genannt. Dann, dass es häufig sozusagen Cold Trail wird hier genannt, also kalte Spuren sind, weil die Berichte erst nach Jahrzehnten berichtet werden. Hatten wir gerade drüber gesprochen. Mhm. Dass die Glaubhaftigkeit der Zeugen häufig schwach ist, weil es eben häufig Kinder sind, die häufig dann auch unter multipler Persönlichkeitsstörung leiden. Dann wird gesagt, andererseits wären ironischerweise Zeugen manchmal deswegen unglaubwürdig, weil sie besonders gut in der Außenwelt funktionieren. Ja, und auch das kennen wir ja, dass es eben die Außenpersönlichkeit gibt, die von all dem nichts weiß, die vielleicht sogar sehr erfolgreich im Leben ist. Andererseits aber es Anteile gibt, die all diesen Missbrauch erlebt haben. Mhm. Dann wird gesagt, das sind 2 Punkte hier noch, genau, dann die Aussagen könnten inkonsistent oder widersprüchlich sein, weil die Betroffenen programmiert worden sind, zu lügen, oder vorherige Offenlegungen dann zu verneinen. Auch solche Fälle kenne ich. Oder halt abzuändern, vorherige Berichte. Und der letzte Punkt, genau, dann könnte vereinzelt der Zugang zu den Erinnerungen über Hypnosesitzungen erfolgt sein und mitunter dann diese
mithilfe von Hypnose erlangten Erinnerungen allein aus dem Grunde abgelehnt werden, weil man eben nicht völlig zu Unrecht, aber sehr kritisch ist gegenüber diesem Werkzeug. Aber Marcel, das ist ja, überleg dir mal, also das ist ja so unlogisch, dass man einen Menschen programmieren soll, dass er Sachen erfindet, was er erlebt haben sollte und dass das eine Lüge sein soll. Also, sorry, aber... Nee. Das ist nicht gemeint. Damit ist gemeint, dass es, und das macht sozusagen die Aufdeckung schwierig, damit ist gemeint, dass es Innenpersonen gibt, die von den Tätern programmiert worden sind, um die Aufdeckung zu erschweren. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt Innenpersonen, die beispielsweise im Rahmen einer Therapie dann dem Kult Bericht erstatten über die Fortschritte in der Therapie und Rückholprogramme auslösen oder Suizidprogramme. Es gibt Innenpersonen, die beispielsweise, wenn etwas passiert, was sich die Außenperson nicht erklären kann, zum Beispiel einen Zeitverlust hat oder die Alltagspersönlichkeit stellt fest, sie hat eine bestimmte Verletzung, die sie sich nicht erklären kann, die dann eine Erklärung liefert, entweder der Alltagspersönlichkeit gegenüber oder dem Umfeld gegenüber. Okay. Und genauso gibt es eben dann auch in Personen, die bewusst dann falsche Informationen liefern, um um den Betroffenen als unglaubwürdig darstellen zu können. Das ist damit gemeint. Ja. Chantal, du hast ja vorhin auch noch die Frage gestellt. Willst du da noch was hinzufügen? Also es ist jetzt eigentlich alles von der Seite von psychologischer Sicht, was da eigentlich alles verhindern kann, oder was du da vorgelesen hast, Marcel. Mhm. Aber es gibt ja tatsächlich auch noch, wir reden ja da von Mafia-Strukturen. Absolut, ja. Oder? Und ich möchte einfach anhand von einem Beispiel, was ich selber kenne, einfach das ganz kurz erklären, auch was da auch schon passiert ist, weil man ja eben in der Beweislage ist. Wenn man als Betroffene ist und Anzeige erstattet, muss man ja die Beweise bringen. Das haben wir ja jetzt gehört, oder? Mhm. Und und jetzt, ich kenne einen persönlichen Fall und da hat eine betroffene Person eine Anzeige erstattet gegen einen Täter, also es waren mehrere, aber auch vor allem gegen einen Täter. Und da waren noch 3 andere Personen dabei. Also es waren noch 3 Zeugen, die die Teile davon von dieser Geschichte bestätigt haben. Und dann wurde eigentlich von Seiten der Behörde wirklich diese Zeugenaussagen nicht gewürdigt. Es wurde auch kein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt. Ich meine, da haben wir auch schon über den Fall Nathalie darüber gesprochen, dass da ja eigentlich viel auch nicht gemacht wurde oder einfach vergessen wurde oder wie auch immer. Und es gab auch bei diesem einen Täter dann eine Hausdurchsuchung zwar, aber diese Hausdurchsuchung wurde ihm vorher angekündigt. Und dann heißt es in den Unterlagen, naja, die Polizei hat nichts gefunden. Naja, also ganz ehrlich, wäre ich Täter und mir würde gesagt, also hey, in einer Woche kommen wir und wir durchsuchen dein Haus, würde ich ganz ehrlich gesagt einfach auch alles verschwinden lassen, ja, wenn ich ja Täter wäre. Logisch. Und der Hammer, und das ist wirklich der Hammer, so von wegen Beweisen bringen, was auch wirklich eine Schwierigkeit ist, wenn man als Betroffene Anzeige erstatten will, weil eben auch diese Menschen, auch bei den Richtern und so sitzen zum Teil. Jetzt in diesem Fall war das so, dass die betroffene Person hatte einen Ort, also ein Gebäude genannt, wo dieser rituelle Missbrauch stattgefunden hat. Und dieses Gebäude gab es aber damals nicht mehr, wo sie die Anzeige gemacht hat. Und es war ein altes Gebäude, das schon abgerissen war. Und früher war ja das Ganze noch nicht digital erfasst, so von einer Gemeinde her. Und dieses Gebäude wurde in den Unterlagen der Gemeinde nicht mehr gefunden. So, jetzt kommt diese betroffene Person zum Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt sagt, naja, also Sie können ja schon mal erzählen, aber also Sie müssen wissen, wir glauben Ihnen nicht, weil dieses Gebäude gibt es einfach nicht. Sie können nicht darüber berichten, dass Sie das dort erlebt haben, Sie waren nie dort. Und dann, weil eben ja wir Betroffenen ja dummerweise auch diese Beweise bringen müssen, wurde von der Opferseite her ein wissenschaftliches Gutachten gemacht.
Und ich habe persönlich mit meinen eigenen Augen habe ich dieses Gutachten gesehen. Also es gibt es und es wurde bewiesen, dass dieses Gebäude in dieser Zeit, wo diese betroffene Person das ausgesagt hat, genau dort gestanden hat und genau diese Größe hatte und diese Form und alles hatte, was die betroffene Person gesagt hat. Und dieses Gutachten, dieses wissenschaftliche Gutachten, wurde der Staatsanwaltschaft natürlich also eingereicht, natürlich als Beweise angereicht, und das wurde überhaupt nie angeschaut. Es gab dann den Schlussbericht, also das Verfahren wurde dann geschlossen, und im Schlussbericht wurde nicht mal erwähnt, dass es ein wissenschaftliches Gutachten gibt von Seiten der Opfer. Also das Gebäude war einfach tabu. Es war einfach so. Und das sind natürlich Dinge, die nebst dem, dass es einfach von psychologischer Seite her ja sehr schwierig ist auch, wenn man als Betroffene geht, weil man auf vielfach Leute da sind, die dieses psychologische Wissen, wie du jetzt hast, Marcel, das haben die meisten ja nicht, ist es ja noch so, dass man dann eben auch noch sich an solchen Sachen stößt, weil eben viele Ämter halt unterwandert sind. Ja, absolut. Und nicht, dass man mich da falsch versteht. Also ich meine nicht, dass die Betroffenen von ritueller Gewalt irgendwie in einer Bringschuld sind, was Beweise anbelangt, sondern das ist dann Aufgabe der Ermittlungsbehörden, die zunächst mal den Bericht des Betroffenen dann ernst nehmen müssen und dann schauen müssen, welche Ermittlungsansätze gibt es. Klar, da muss natürlich der Betroffene erstmal so viel liefern, dass überhaupt eine Ermittlung beispielsweise an einem bestimmten Tatort einsetzen kann. Ja, aber da muss natürlich jetzt nicht, ist ja in anderen Fällen auch nicht so, wenn es um andere Straftaten geht, dass jetzt das Opfer losrennen muss und irgendwie da eine Blutprobe vorlegen muss oder Fotos oder Filme oder ähnliches. Also insofern, das muss natürlich schon hier die Ermittlungsbehörde machen. Aber wie du schon sagst, wenn die nicht willig ist, und leider ist es häufig scheinbar gar kein Problem der Fähigkeit, sondern wirklich des Willens, davor zu gehen, dann wird es schwierig. Und ich selber kann da auch zwei kurze Beispiele beisteuern. Ich hatte mal einen mittelbaren Zeugen getroffen. Es war eine Zufallsbekanntschaft, weil der mitbekam, ich recherchiere da zu dem Thema rituelle Gewalt. Das war ganz am Anfang von 2-3 Jahren, nachdem ich das Buch rausgegeben hatte, und war der ganz interessiert, weil er seit längerer Zeit sowas in seinem Nachbarhaus beobachtet hat, dass da immer irgendwie Kinder rein und rausgebracht werden. Es war alles sehr merkwürdig. Er hat da auch die Fenster mal reingeschaut. Da hatten dann die Kinder so komisch was an die Wand geschrieben, wie so eine Art Hilferuf. Hat mir später dann auch ein Foto davon zugeschickt. Und er wollte dann einer Frau, die da irgendwie mit drin steckte, als Opfer helfen. Die hat das dann die ganze Zeit abgelehnt, zur Polizei zu gehen, weil sie Angst hatte, weil da offenbar, sagte sie, auch ein Kriminalbeamter zu den Tätern gehört. Und einmal kam sie auch zu ihm in Panik, und da sah er wohl noch dann diesen Mann da wegrennen. Und dann konnte er sie doch überreden, schließlich zur Polizei zu gehen, und saß dann irgendwann im Zimmer des Staatsanwaltes. Ich habe die Story auch schon mal erzählt und dachte dann, als der Staatsanwalt hinter seinem großen Schreibtisch da hervortrat, er will ihm jetzt für seine Zivilcourage gratulieren. Doch, und da war er sichtlich noch mitgenommen. Dieser Staatsanwalt schrie ihn dann an und sagte, wenn Sie sich noch einmal in diese Dinge einmischen, sind Sie ein toter Mann. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich kenne aber auch einen Fall von einer Therapeutin, die mir da sehr detaillierte Informationen dazu kommen lassen, die zu einem rituellen Missbrauchskomplex sehr, sehr viele Informationen gesammelt hat. Dutzende Täter, Tatorte bis hin zu Kfz-Kennzeichen und so weiter, und dafür gesorgt hat, mit Hilfe der Betroffenen, dass da bei mehreren Stellen sehr umfangreiche Anzeigen eingegangen sind, inklusive Verweis auf Tonaufzeichnungen sogar eines Täters.
der sich da geäußert hat. Man hat dort alles genannt, die Tatorte, wie gesagt, sogar Kfz-Kennzeichen. Also mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen als Ermittlungsbeamter oder Staatsanwalt, dass man das so vorgesetzt bekommt. Und all diese Anzeigen sind am Ende im Sande verlaufen, wurden nicht weiter verfolgt. Ein Grund war aber auch, dass der Betroffene, der vorher in so einem geschützten Umfeld bei dieser Therapeutin war, später dort nicht mehr sein konnte und dann offenbar ja Täterkreise oder täternahe Kreise natürlich wieder Zugriff auf ihn hatten und ihn vermutlich dazu gebracht haben, dann diese Aussagen dann auch wieder zu widerrufen, so dass dann auch recht einfach der Staatsanwalt sagen konnte, naja, jetzt bricht alles sozusagen in sich zusammen, hat alles keinen Wert, was er mir da vorgelegt hat. Und das nur mal als 2 Beispiele. Und wir kennen ja viele andere. Dutroux-Fall, Franklin-Skandal und so weiter. In England, in den USA gibt es Fälle, die zeigen, dass diese Täterstrukturen eben sehr mächtig sind, um beispielsweise auch Zeugen auszuschalten. Also ich möchte mal nachfragen, gibt es dann eigentlich Fälle, die dann auch eine Verurteilung passiert ist? Ja, also mir selber, muss ich sagen, ist kein Fall bekannt, wo wirklich mal ja so ein Kultkomplex aufgedeckt und die Täter aus solchen Kultstrukturen verurteilt worden ist. Es mag einzelne Fälle von Satanismus geben, aber die würde ich eher dann in diesen eher Pseudosatanismus einordnen, wo jemand dann sich als Erwachsener in irgendwelche Satans-Ideologien reinsteigert. Aber tatsächlich, wo es um diese generationenübergreifenden Zusammenhänge geht, wo man dann auch gleich auf recht viele Täter käme, wenn man da ordentlich ermittelt, ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt, dass sowas jemals in Deutschland, aber auch im Ausland verurteilt wurde. Es gab Fälle, große, interessanterweise der längste und teuerste Strafprozess in den USA hatte damit zu tun, das war der McMartin Preschool-Fall, da ging es um massive Vorwürfe von ritueller Gewalt an einer Vorschule, wo die Lehrer und das Personal drin verwickelt sein sollten, ausgelöst durch die Aussage von einem Kind, aber später waren es dann Dutzende Kinder, die dann Ähnliches berichtet haben, wo dann nach Jahren dieser Fall eingestellt wurde, obwohl tatsächlich auch der Haupttäter und auch andere längere Zeit in Untersuchungshaft waren, weil man angeblich keine Beweise hatte. Und da ist interessant dann noch, als der Fall kurz vor der Einstellung war, haben Eltern dann noch zusammen mit einem Ex-FBI-Chef von Los Angeles, dem Ted Gunderson, einen Archäologen und sein Team beauftragt, unter dieser Schule mal zu suchen nach Tunneln, weil nämlich die Kinder behauptet hatten, sie wären in so Tunnel gebracht worden, wo zum Teil der Missbrauch stattfand, aber die auch wohl genutzt worden sind, um die Kinder unbemerkt während der Schulzeit an andere Orte zu bringen. Und ich dachte immer, das wäre so ein vages Gerücht, dass diese Tunnel dort festgestellt worden sind. Man las das manchmal im Internet. Ich bin dem nie so nachgegangen und hatte jetzt nochmal recherchiert. Und es gibt tatsächlich ein über 200-seitiges Gutachten dieses beauftragten Archäologen, wo detailliert beschrieben wird, dass er sich sicher ist, in einem Fall einen Tunnelabschnitt entdeckt zu haben und in dem anderen Fall, er sagt, da spricht zumindest viel dafür, dass auch so ein zweiter Abschnitt gefunden wurde. Allerdings mussten die da unter großem Zeitdruck arbeiten, weil das Gebäude dann abgerissen werden sollte und nur der neue Eigentümer ihnen gesagt hat, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, mit eurem Team dort zu graben. Dennoch, wie gesagt, war das Ergebnis dieses Archäologen, dass er eindeutig einen Teil dieses Abschnitts genau an dem Ort, wo die Kinder das behauptet hatten, dieses Tunnels gefunden hat. Und da kann man sich natürlich auch fragen, ist sowas nicht, ähnlich wie bei Chantal dem Beispiel, so ein Gutachten, nicht Grund genug, dann wieder einen Fall aufzunehmen und dann nochmal genauer zu recherchieren? Jetzt muss ich mal nachfragen, rechtlich gesehen, es gibt doch Tatbestände, da braucht es keine Anklage, da geht die Justiz selber vor. Ja. Wieso genau, ist das bei solchen Sachen kein Thema? Das verstehe ich nicht. Gut, entweder, wie gesagt, die Anzeige wird erstattet oder es müsste dann halt die Justiz substantiiert, sagt man da, Kenntnis erlangen
also ausreichende Daten müssen da unterlegt sein zu einer Straftat, die in diesen Bereich fällt. Das sind dann Körperverletzungsdelikte und natürlich so Dinge auch wie Totschlag, Mord, wahrscheinlich auch Freiheitsentzug und Ähnliches. Und die müsste dann von Amts wegen in der Tat ermitteln, wenn da Anhaltspunkte vorliegen, ja. Also, aber gut, verstehe ich das richtig? Ein Kind wird missbraucht, möglicherweise kommt es zum Arzt, wenn das Kind Glück hat, ist der Arzt nicht involviert, versucht das Bestmögliche für das Kind zu tun, sieht vielleicht an der Art von der Verletzung, dass das etwas extrem Krasses ist und vielleicht denkt, das könnte in die Richtung gehen. Wie würde es dann rechtlich weitergehen? Was hat der Arzt dann für eine Chance? Ja, ein Thema, da muss ich sagen, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ist natürlich die ärztliche Schweigepflicht, aber ich meine, in solchen Fällen wird dann der Arzt davon entbunden und könnte das dann die Informationen weitergeben an die Strafverfolgungsbehörden. Und wenn die dann Kenntnis erlangen, dass Anzeichen für einen massiven Missbrauch da vorliegen, müssten die natürlich von sich aus, von Amts wegen dann ermitteln. Also die potenziellen Täter befragen und so weiter. Chantal, Frage. Du hast ja viel erlebt und du hast das zum Glück gut verarbeitet, aber da sind doch Sachen an deinem Körper zu sehen gewesen, was man sagen kann, das muss irgendwie eine Misshandlung gewesen sein, oder sehe ich das falsch? Ja, das ist tatsächlich so und ich trage ja die Narben zum Teil ja heute noch davon, das sieht man ja heute noch. Narben gehen ja nicht weg. Aber bei mir war das eben so, dass ja meine Kultmutter ja Kinderkrankenschwester war. Ah, okay. Und sie hat mich dann halt eben zu Hause gepflegt. Also das heißt, du hast gar keinen Arzt gesehen? Nee, am Anfang nicht. Und später, als wir dann umgezogen sind, da war ja der Kinderarzt selber ja auch im Kult. Klar, die Täter bringen natürlich dann, wenn es nötig ist, die Kinder zu Ärzten, die kultloyal sind. Also die das vielleicht nicht gesehen haben, die anderen Teile, das hat Chantal erklärt, wie das funktioniert. Da sind verschiedene Reihen involviert, das kann ein Klavierlehrer sein, das kann der Lehrer sein, das kann ein Arzt sein. Also im Prinzip das ganze private Umfeld der anderen, sage jetzt mal, normalen Leben, wo dieses Kind irgendwo hingeht, könnte involviert sein und so ist das auch zu beschreiben, wieso dass das auch niemand erfährt. Ja, genau. Ich möchte noch ganz kurz doch was dazu sagen, Marcel, auch weil du gesagt hast, es wurde noch keine irgendwie Verurteilung oder so dir bekannt. Ich kenne jetzt auch nicht alles. Es kann tatsächlich Fälle geben. Also mir ist ein Fall bekannt, also das kam ja auch in den Medien. Ich kann jetzt nicht sagen, ist es dann rituelle Gewalt gewesen schlussendlich, aber es war eine Frau in Australien und die leidet an eben dissoziativer Identitätsstörung. Das heißt eben das, was du vorher beschrieben hast, diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, Roger, weißt du? Und sie ist ja wirklich, das hat man ja gesehen, und das ist das erste Mal, sie wurde von Gericht angehört. Das heißt, die haben sie angehört, die haben ihre Alltagspersönlichkeit angehört, die haben ihre kindlichen Anteile angehört, die haben alles angehört, all diese Anteile, die sie ja hatte und die auch geschaffen wurden, haben sie angehört und sie hat also Recht bekommen. Der Täter wurde verurteilt, das ging auch um ihren Vater. Ich weiß nicht, ob da noch mehrere verurteilt wurden, das weiß ich nicht. Aber das ist so der erste Fall, den einfach Hoffnung schenkt, dass es tatsächlich möglich ist, auch wenn die Person an dies leidet und diese verschiedenen Anteile wirklich auch auch nach vorne kommen, das ist also tatsächlich möglich. Es ist nicht unmöglich. Sehe ich überhaupt kein Problem, auch bei Multiplen, notfalls dann sozusagen verschiedene Teile aufzurufen. Das müssen halt Experten sein, die damit umgehen können. Ja. Und warum sollten solche Aussagen dann nicht valide sein und gewürdigt werden? Es gibt da einen interessanten Fall in den USA von dem Paul Bonessi. Das ist einer der Zeugen eines großen Missbrauchsskandals. Da wurde übrigens der Haupttäter dann zumindest von einem Zivilgericht dann später verurteilt in Omaha, Nebraska. Und er wurde vertreten von einem Anwalt und Ex-Senator John DeCamp. Und da findet man im Internet auf YouTube noch eine Aufnahme eines Verfahrens,
wo dieser Paul Bonessi im Zeugenstand ist, unter Eid, und dann nichts sagen will oder sagt, er kann es nicht, er darf es nicht, zu den Tätern im Hintergrund, die ihn programmiert haben. Und dann passiert was ganz Interessantes. Sein Anwalt nennt einen Zahlen- und Wörtercode, der offenbar vorher von den beiden als Trigger identifiziert wurde, und ruft, indem er diese Kombination aufsagt, einen anderen Persönlichkeitsanteil von Paul Bonessi dann nach vorne, der sogar dann nochmal gesondert vereidigt wird, ja, weil gesagt wird, das ist jetzt ein anderer Anteil. Vorhin haben wir Paul Bonessi vereidigt, das ist jetzt, ich weiß nicht mehr, wie dieser Anteil sich nannte, und der dann wirklich detailliert auch Auskunft gibt und beispielsweise Michael Aquino nennt als einen Täter, diesen Satanisten und MK-Ultra-Täter, also sowas gibt es. Und mir fällt gerade noch ein, es gab tatsächlich in den USA, und da mag es auch noch mehrere Fälle geben, da gab es eine Verurteilung im Zusammenhang mit ritueller Gewalt. Da hatte dann Randy Noblitt, ein Experte für dissoziative Störung und rituelle Gewalt, hat auch mehrere Fachbücher geschrieben in den USA, dort auch als Sachverständiger ausgesagt. Da wurde ein Ehepaar verurteilt. Interessanterweise vor kurzem, ich meine, es war vor 1 oder 2 Jahren, wurden dann nach vielen Jahren, wurde das Verfahren sogar nochmal neu aufgerollt, weil eine neue Staatsanwältin nach einem Pressebericht, der wahrscheinlich so vermutlich von Täterseite lanciert wurde, dieses ganze Verfahren nochmal neu aufgerollt hat und dann gesagt wurde, nachdem man sich das jetzt nach vielen Jahren nochmal neu angeschaut hat, die Beweise würden auf einmal jetzt doch nicht ausreichen, und man hat dann diese beiden Täter freigesprochen, und die haben dann sogar, ich meine, in Millionenhöhe noch eine Abfindung bekommen für ihre zu Unrecht verbrachte Zeit im Gefängnis. Ja, das ist krass. Wie sieht es aus in Bezug auf Verjährung? Das ist sicher auch ein interessanter Punkt. Ja, also es ist so, im deutschen Strafgesetzbuch, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz oder Österreich ist, da ist beispielsweise Mord, kann nicht verjähren. Und natürlich bei Opferung haben wir immer Mord. Also Mord ist eine Tötung, wo noch erschwerende Umstände hinzukommen. Also Habgier oder niedere Beweggründe, wie es im Gesetzbuch heißt. Das hat man natürlich immer bei einer Opferung eines Kindes oder auch Erwachsenen vorliegen. Also wir sprechen hier immer von Mord. Das heißt, diese Taten verjähren nicht und müssen verfolgt werden. Weswegen ja, meine ich, in dem Fall von Niki, wo es diese Doku gab, Höllenleben, die Taktik war, dass die Überlebende, meine ich, selber Anzeige gegen sich selber erstattet hat, weil sie das Kind damals getötet hat und deswegen auch ermittelt werden musste. Dazu muss man sagen, ich kann es jetzt nicht abschließend strafrechtlich beurteilen, aber ich hatte eben schon gesagt, eine Verurteilung setzt voraus, man hat tatbestandlich gehandelt, man hat aber auch rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. Und natürlich bei einem Kind, was gezwungen wird zu töten oder wo sogar die Hand geführt wird von dem Erwachsenen, wird man auf der Ebene der Rechtswidrigkeit oder der Schuldfähigkeit dann aussteigen und nicht zu einer Verurteilung kommen. Und insofern, also Mord gibt es keine Verjährung, aber natürlich bei anderen Straftatbeständen wie jetzt Missbrauch, Körperverletzung, Freiheitsentzug und so weiter, gibt es solche Straftatbestände, und das hängt ab, wie hoch dieser Tatbestand bestraft wird. Also je höher der Strafmaß ist, desto länger dauert es, bis der Tatbestand dann verjährt wird. Aber da gibt es dann durchaus dann Verjährung von 3 Jahren, 5 Jahren oder 10 Jahren, je nachdem, bei welchem konkreten Delikt man ist. Das heißt, nach 20 Jahren sind solche Dinge wie sexueller Missbrauch und Körperverletzung im Zweifel tatsächlich verjährt. Krass. Das heißt, wenn du jetzt das Opfer nicht getötet hast und da hast du eigentlich alles mit diesem Opfer gemacht, außer es umgebracht, wenn du 20 Jahre wegkommst, dann bist du fein raus. Ja. Also da ist man im Zweifel dann in der Verjährung, die meistens dann schon nach 3, 5 Jahren, spätestens so nach 10 Jahren
einsetzt. Ja. Und das ist ja auch die Thematik, die man nicht vergessen darf. Die Kinder, meistens, so wie Chantal berichtet haben, ist ja vor allem in den ersten Jahren für diese Täter extrem interessant, aber im gewissen Jahr vielleicht noch als Täter spannend, wenn man das so sagen kann. Aber überleg dir, ein Kind vielleicht bis 7, bis es überhaupt realisiert, was vielleicht passiert ist, gehen sicher mal viele Jahre vorbei. Und das kann Chantal bestätigen. Sie war das, glaube ich, bei dir war es, glaube ich, bei 30, kann das sein, dass du angefangen hast, das aufzuarbeiten. Ja. Und unter Umständen ist ja die Verjährung schon passiert. Das heißt, solche Fälle, wie jetzt Chantal erlebt hat, die einzige Möglichkeit, dass du hast, ist nur noch auf Mord anzuklagen. Alles andere hast du gemäß dem Gesetz Pech gehabt. Also da könnte ich kotzen. Höchstwahrscheinlich. Ich habe gerade noch mal geguckt, also die maximale Verjährungsfrist, das ist 25 Jahre, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 10 Jahren droht. Da müsste man natürlich dann genau schauen, was hat man hier für mögliche Straftatbestände, mit welcher Freiheitsstrafe. Und ist man vielleicht dann noch in den 25 Jahren drin. Ja, okay. Aber ansonsten sieht es da düster aus. Ja, vielleicht mal zurückkommen auf die Betroffenen selber. Nehmen wir mal an, es schaut doch jemand zu oder kennt jemanden, der betroffen ist. Wie geht man am besten vor, wenn man sagt, ich habe die Schnauze voll, ich will eine Anklage machen? Hast du da Tipps, wo vielleicht Chantal dann auch ergänzen kann, was man am besten macht? Ja, ist schwierig. Also soweit ich weiß, selbst Opferhilfegruppen sind ja sehr zwiespältig, ob man überhaupt anzeigen sollte, weil natürlich mit einer Anzeige auch einerseits ein erhöhtes Risiko für die Opfer verbunden ist, weil die meistens ja noch entweder in Täterkontakt stehen oder die Täter zumindest informiert sind oder wissen, wie sie finden. Und andererseits natürlich so ein Verfahren auch extrem belastend sein kann und am Ende vielleicht das Ergebnis ist, dass nichts bei rauskommt. Entweder weil keine Beweise gefunden werden können oder die Strafverfolgungsbehörden ab einem bestimmten Punkt dort mauern und nichts finden wollen. Also insofern kann man da schwer Tipps geben. Natürlich, wenn jemand sagt, er will das durchziehen, er ist sich sicher, dass er schon diesen sogenannten, wie bei Chantal Frey, den inneren und äußeren Ausstieg geschafft hat. Und er verfügt vielleicht sogar über Beweismittel, weil er die in Voraussicht vielleicht damals schon beiseite gelegt hat. Es gibt vielleicht Fotoaufnahmen oder er hat Gegenstände mit DNA-Material oder ähnliches, was da helfen kann. Und er sagt oder sie sagt, er oder sie will das durchziehen. Muss man sich mit einem Anwalt und vielleicht auch, wenn man in Therapie noch ist, mit seinem Therapeuten dann genau abstimmen, ob man den Weg dann gehen sollte und will. Ja. Chantal, da kannst du sicher das eine oder andere ergänzen. Wie würdest du Betroffenen, die vielleicht jetzt sich angesprochen fühlen, Ratschläge geben, wie man am besten vorgeht? Also ich kann zuerst mal bestätigen, was der Marcel sagt. Also ich war ja selber auch auf der Opferhilfe und habe mich auch beraten lassen, also wo ich auch damals Anzeige erstattet habe. Und das ist tatsächlich so, es gibt Opferhilfestellen, die raten einem davon ab, weil eben die Gefahr der Retraumatisierung ganz, ganz hoch ist. Also es braucht wirklich enorm viel Stabilität. Man muss sich das vorstellen. Ich habe ja über diese Schweigerituale geredet in einem anderen Teil. Mhm. Und dieses Schweigen, das ist total verankert. Also eine betroffene Person muss ja zuerst mal in der Lage sein, dieses Schweigen zu brechen und dann zu reden und dann nach Hinweisen geben. Also es braucht wirklich enorm viel Kraft. Und deshalb raten die auch das ab, weil es braucht viel Stabilität. Und es braucht auch ein stabiles Umfeld, weil alleine, muss ich sagen, schafft man das nicht, also okay. Kaum. Und, aber nichtsdestotrotz, also ich bin der Meinung, wenn irgendwie die Kraft da ist und dass jemand irgendwie denkt, doch, das mache ich jetzt, finde ich das ganz gut, einfach auch wenn man dann nicht gewinnt, also das ist meine Meinung, das muss jeder für sich entscheiden, auch wenn man nicht gewinnt, ich habe auch nicht gewonnen damals. Aber es ist mal schwarz auf weiß.
und es ist eine Pionierarbeit und ich will wirklich daran festhalten und auch glauben, dass wir vielleicht in 5 Jahren, wenn wir jetzt zum Beispiel in 5 Jahren wieder ein Interview zu diesem Thema haben, dass wir vielleicht einen Schritt weiter sind. Auch gerade im Gericht oder mit Strafgesetzbuch oder so weiter. Und ich denke, dass das auch dazu dient, dass wir auch mehr gehört werden, aber eben es braucht wirklich auch ein stabiles Umfeld und eine innere Überzeugung, doch, das kann ich jetzt, weil es kommt enorm viel Gegenwind. Also nicht nur Gegenwind, sondern eben, wir wissen, wir haben davon geredet, viele Ämter sind unterwandert, das habe ich selber auch erlebt, also da habe ich haarsträubende Sachen erlebt, wo ich gedacht habe, sowas gibt es ja gar nicht. So wie in der Mafia. Aber ja, also man kann es versuchen, ja. Aber ich möchte wirklich, also die da draußen, die da zuhören und die auch immer wieder sagen, auch ich habe das ja, mir wurde das auch gesagt, auch wer solche Anschuldigungen macht, der muss Beweise bringen. Vielleicht habt ihr jetzt ein wenig reinhören können, die Leute, die das denken, wie schwierig es ist, Beweise zu bringen. Und wir haben ganz, ganz viele Hinweise, wir Betroffene, es haben ganz viele und wir brauchen Menschen, die uns helfen, dann die Beweise auch zu bringen. Hinweise können wir geben und das wird bestimmt auch gefunden. Die Betroffenen brauchen auch stabiles Umfeld und wenn das da ist, dann glaube ich, dass auch vieles machbar ist. Du sagst Beweise, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, das wir noch ansprechen können. Gibt es auch Sachen, wo vielleicht, sage jetzt mal, der Normalbürger, wo das bis jetzt nicht mitbekommen hat, vielleicht gar nicht so bewusst war, weil es ist ja so, du hast ja die Zahl mal genannt, man kann davon ausgehen, dass möglicherweise bis zu 1% der Kinder irgendwie involviert sein könnten. Das heißt, es sind ja relativ viele Kinder dabei. Auf was könnte man achten? Kann man vielleicht irgendwas aufnehmen? Macht das Sinn? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagen kannst, achtet mal auf dies oder auf das, was da vielleicht auch ein Menschen wie Frau Meier nebenan plötzlich merkt, ups, das habe ich bis jetzt so nicht gesehen. Und was man da machen kann, oder was ist die Frage? Die Frage ist, weil du hast ja viel erlebt, die Art und Weise, wie sie vorgehen. Gibt es da Sachen, wo du den Zuschauern hier mitgeben könntest, auf was man achten könnte und vielleicht das auch mal fotografieren oder filmen, wenn man sowas sieht, um mögliche Beweise oder Beweismaterial zu sammeln, wo man vielleicht am Anfang gar nicht bewusst ist, dass das ein Beweis sein könnte? Ja, ganz genau. Der Marcel hat ja einige Hinweise gegeben, das finde ich ganz wichtig. Eben Kennzeichen von dem Auto oder Zeiten aufschreiben oder mal schauen, wie viele Leute kommen rein, wie viele gehen raus, also wenn das überhaupt möglich ist und das auch anderen Menschen mitteilen. Und wenn man vielleicht auch den Verdacht hat, dass ein Kind da drin sein könnte, dann, das schreibe ich auch ganz dick in meinem Buch, dann bitte nicht zuerst zu den Eltern rennen und sagen, oh, ich habe den Eindruck, mit eurem Kind ist etwas nicht in Ordnung, weil, so wie auch der Marcel beschrieben hat, ist es ja oft familienintern, dass diese Dinge ja auch passieren. Und das Erste, was ich denke, was man tun kann, was ich auch gerne gehabt hätte als Kind, das ist dann vielleicht eine stabile Beziehung anbieten. So ein wenig in Kontakt kommen mit dem Kind und einfach mal da sein, damit das Kind so einen Ort hat, wo es vielleicht Vertrauen fassen kann langsam oder wo es sich einfach wohlfühlt. Und nicht ausfragen, hey, ist dein Papa lieb mit dir oder wirst du in den Keller gebracht oder sowas, weil das Kind leidet ja unter diesem Schweigen. Und das Schweigen ist wirklich, also wenn man redet, dann bekommt man Strafe. Also die Kinder, die reden, wenn man das irgendwie mitbekommt, da bekommt man Strafe. Also man denkt dann vielleicht, ja, man will dem Kind irgendwie was Gutes tun und versucht es vielleicht zum Reden zu bringen, aber das ist es eben nicht. Das Kind kann unter Umständen ganz schwer bestraft werden. Aber so, das sind so die ersten Schritte, so aufschreiben und vielleicht eben eine gute
ja, einen sicheren Ort bieten, so gut Also es geht. so traurig wie es klingt, aber es ist wahrscheinlich so, dass es definitiv nichts bringt, zuerst zur Polizei zu gehen, wie oftmals die Polizei auch dabei ist. Das Zweite ist, wie du gesagt hast, nicht direkt zu den Eltern, weil erfahrungsgemäß ist das ein Generationenkonflikt, respektive ein Problem, wo weitergegeben wird. Das Kind wird dann da entsprechend nicht geschützt sein. Jetzt nehmen wir mal an, du bietest dem Kind, wie soll ich sagen, das Kind ein gewisses Vertrauen zu dir. Das wird, und das geht vielleicht einen Schritt weiter. Ich denke, viele Menschen sind dann vielleicht dann auch schnell überfordert. Was mache ich dann? Was würdest du dann den nächsten Schritt empfehlen? Also ich würde schon empfehlen, dass man mit der Zeit einfach Leute dazu zieht, aber die müssen einfach extrem gut geprüft werden. Also nicht aus einer Reaktion von irgendwie Panik oder Angst oder irgendwie Ohnmacht oder so, Hilfe, diesem Kind muss jetzt geholfen werden, zunächst zum nächsten Psychologen rennen oder irgendwie Opferhilfestelle rennen oder so, sondern das wirklich gut prüfen. Und das kann ich nur so sagen, das muss man extrem gut prüfen, kann man dieser Person, dieser Psychotherapeutin oder dieser Opferhilfestelle oder diesem Polizeibeamten auch trauen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil alleine ist man total überfordert dann mit dieser Thematik. Ja. Und das ist wichtig, dass man Menschen dazu zieht und dass man das Ganze einfach auf mehreren Schultern auch stützt oder mehrere Personen da sind, aber die müssen extrem gut geprüft werden. Gibt es in eurem Kreis, also wenn nehme ich an, dass ihr habt Verbindungen, die sind natürlich tendenziell wahrscheinlich sehr kleine Kreise, gibt es aber so eine Art Empfehlungen von Deutschland, Österreich und Schweiz, wo sich so ein Betroffener oder so ein Mensch, der dann sagt, jetzt brauche ich Unterstützung, sich irgendwo hinwenden kann? Wäre das eine Möglichkeit, wenn das sich jetzt, keine Ahnung, gibt es so Vertrauenspersonen, weil es ist ja schwierig, weil die Person, die dann die Auskunft möchte, da weiß man dann auch wieder nicht, ist die vertrauenswürdig. Also es ist ja ein extremer Rattenschwanz. Du sagst es, ja, es ist schwierig, aber es gibt schon Stellen, da weißt du, Marcel, besser auswendig, was das gibt, oder? Ja, muss ich sagen, ja und nein. Also ich kann leider auch, ich kenne bestimmte Stellen, die auch in Deutschland dann Hilfe anbieten, aber kann halt eben auch nicht aus eigener Erfahrung da einen Tipp geben, weil ich eben nicht weiß, sind das wirklich jetzt seriöse Stellen, weil mir da einfach Erfahrungswerte auch von Betroffenen fehlen, weil, du hast es schon angesprochen, ja, auch bei den Therapeuten selber, die bei dem Thema arbeiten, bekannt ist, dass gerade Psychologenkreise, aber auch sogar Kliniken zum Teil unterwandert sind, weil die Täter logischerweise dort ihre Leute platzieren, wo zunächst mal dann Aussteiger aufschlagen würden, um die dann wieder einzusammeln. Also insofern muss man da wirklich vorsichtig sein. Und ich würde ich sehr gerne keine Stelle nennen, wo ich sagen kann, da kann man auf jeden Fall hingehen und die können einem weiterhelfen. Die gibt es sicher, aber... Ja, ich kann vielleicht eine Stelle nennen und das ist in Deutschland gibt es das Bertha-Telefon, also B-E-R-T-A, wie die Bertha halt, Bertha-Telefon, das findet man im Internet. Und das ist eine Stelle, wo man sich anonym hinwenden kann, als betroffene Person, aber auch als begleitende Person oder so. Und da hat es Psychologen und halt Fachleute, die dann auch auf die Fragen eingehen, Antwort geben. Soweit ich weiß, aber das muss man sich nochmals informieren, auch eine gewisse, glaube ich, telefonische Begleitung vielleicht für eine kurze Zeit anbieten, weiß ich jetzt nicht ganz genau auswendig. Aber da kann man sich auf jeden Fall einfach mal anonym informieren und das finde ich eigentlich einen ganz guten ersten Schritt. Man muss sich nicht persönlich zeigen, man muss nicht den Namen sagen, keine Adresse, gar nichts, einfach mal, weiß ich was, ich bin keine Ahnung, der Maxli und ich möchte jetzt einfach mal eine Auskunft haben, ich habe diese und diese Situation. Das ist das, was ich kenne und das finde ich sehr gut, weil man eben da mal einfach zu Informationen kommt, so anonym. Okay. Ja. Und das wäre natürlich absolut wünschenswert, wenn es im deutschsprachigen Raum eine Stelle gäbe, wo man sofort die als Anlaufstelle nennen kann und wo wirklich dann aber auch ein geschützter Rahmen zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wo ein Betroffener von heute auf morgen hingehen könnte, wo er abgeschottet ist, wo sichergestellt werden kann, dass die Täter nicht rankommen, wo man natürlich dann auch
Handy und so erstmal unterbinden müsste und ähnliches, wo Therapeuten gleichzeitig zur Verfügung stehen, wo eine Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden organisiert werden kann und ähnliches. Also das müsste es eigentlich geben, angesichts der großen Zahlen von Betroffenen, die wir haben. Ja, es gibt ein paar Orte, die ich selber auch kenne, aber das ist ganz, ganz, es gibt ganz, ganz wenige. Ja, es ist wünschenswert, dass das aufgebaut wird, das ist richtig. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das immer wieder anspricht, diese Thematik, weil es wird ja von wenigen Medien angegangen. Das haben wir die Thematik Medien haben wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal gehabt. Da wird eigentlich nicht viel präsentiert. Das sind freie Medien, die ab und zu was bringen, wenn überhaupt. Und ansonsten wird versucht, die zu diffamieren, die was gesagt haben. Vor allem im Schweizer Fernsehen gab es eine Doku, die ist, ganz schlecht, unter aller Sau, muss ich sagen, wie die da aufgetreten sind. Also ein absolutes No-Go. Müsste man einfach mal nachfragen, hätte ich echt Lust, mal im Schweizer Fernsehen Kontakt aufzunehmen und sagen, hey, also würde ich gerne mal eine Diskussionsrunde führen, wie Sie das gemeint haben. Aber man muss natürlich wissen, das Problem, was wir haben, die Betroffenen bräuchten Vertrauen, definitiv Vertrauen, plus die brauchen Zeit. Weil was das Schlimmste, was passieren kann, sie bekommen wieder in eine Person, die involviert ist, dann kommt ein Codewort, wo programmiert ist und zack, sind sie wieder raus. Und das wissen halt viele nicht, das wusste ich lange auch nicht. Es geht in Richtung MK Ultra, dass sie in verschiedene Persönliche programmiert werden, bis hin, das hat Chantal schon gesagt, mit einem Codewort, dass sie sich selber das Leben nehmen. Das ist dann auch etwas, was oftmals passiert und dann ist natürlich für die Täter das Problem beseitigt. Und darum ist halt wichtig, dass wir genau sowas, Chantal? Ja, und eben auch vorhin hat der Marcel das auch noch erwähnt und da gab es ein kleines Missverständnis. Eben, es werden ja auch Persönlichkeitsanteile gebildet, die dann das, was passiert ist, auch verleugnen. Also dann kann es sein, dass ich jetzt zum Beispiel, also mir passiert jetzt das nicht mehr, Gott sei Dank, aber dass ich früher zu dir gekommen wäre, Roger, hätte dir das alles erzählt, was ich da erlebt habe und Datum und Namen und weiß ich was alles. Und 3 Tage später komme ich und sage, nee, das stimmt alles nicht und nee und so weiter. So. Aber das stimmte trotzdem, was ich gesagt hatte, aber dann wurde ein anderer Persönlichkeitsanteil aktiviert und der dann das wieder verleugnet hat. Oder eben dann Selbstmord oder irgend sowas. Ja. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, wäre es optimal, wenn ein Gericht oder wer auch immer die verschiedenen Anteile auch anhören würde, so wie du vorher, Marcel, geschildert hast, dass es gegeben hat, und die verschiedenen Personen anhört und versucht so ein Puzzleteil zusammenzusetzen und dann auch entscheiden zu können, kann das stimmen, was dieser Mensch gesagt hat oder eben auch nicht. Und weil die sich nicht auskennen, da gehöre ich auch dazu, mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten, das hat mich jetzt erst auch kennengelernt, das kann mit einem Codewort oder das kann mit verschiedenen Sachen aktiviert werden, auch mit Zeichen oder mit einem Gegenstand ist auch möglich. Es ist alles möglich, das könnt ihr selber mal recherchieren im Internet und auch da gibt es auch YouTube-Filme, wo ihr das seht, wie das MK Ultra funktioniert. oder in meinem Buch. Oder im Buch, natürlich. Ja. Im Buch von Chantal Frey, Ich rede. Natürlich kann ich sehr empfehlen, wer sich da mal genau informieren möchte, da hat es sehr viele tolle Informationen und das ist also toll im Sinne von informativ, dass man über das Thema einfach mehr erfährt, weil es ist so intensiv und so unglaublich und das ist genau der Punkt, weil die meisten Menschen das ansatzweise A nicht glauben können oder wollen und B das meistens verdrängen, kommen sie einfach so weit, wie sie bis jetzt gekommen sind. Ja, das war für mich auch so am Anfang und es ist immer noch eigentlich der entscheidende Punkt, warum dieses Phänomen auch so wichtig ist, weil nämlich die Täter mit diesen extrem komplexen Mind-Control-Techniken arbeiten, wo sie komplette Innenwelten ja schaffen in den Opfern, wo es nicht um 2, 3, 4 oder 5 Innenpersonen geht, sondern zum Teil um Hunderte, wo jede Innenperson eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Manche Anteile nur sozusagen in dem inneren System, andere dann auch nach außen hin. Du hattest die Trigger erwähnt und so weiter. Und da muss man sich natürlich auch fragen, woher kommt denn dieses
sehr tiefgründige psychologische Wissen überhaupt, sowas bewerkstelligen zu können und das erfolgreich. Und was auch interessant ist, da stieß ich jetzt erstmal drauf, nur sozusagen als Gedanke mal in die Runde. Diese Täter waren sich offenbar, wenn wir davon ausgehen, das ist ein Phänomen, das es schon seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden gibt, über lange Zeit sehr sicher, weil ich sag mal, aus den letzten 50 oder 100 Jahren kennen wir solche Berichte nicht. Das heißt, dieses System hat bislang optimal funktioniert. Erst in den letzten 30 Jahren, kann man sagen, bricht das System nicht in sich zusammen, aber es zeigt gewisse Risse und es kommen nach und nach Überlebende zu Wort, die dann häufig bei Therapeuten landen, wo sich jetzt nach und nach dieses Bild zusammensetzt. Aber es ist ja ein System, was über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende erfolgreich funktioniert hat. Also insofern darf man das nicht unterschätzen. Ja. Definitiv. Ja, Chantal, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zum Thema? Wir sind schon wieder Stunde 20 dran, die Zeit geht wie im Fluge. Ist das noch etwas, was wir vergessen haben, was du gerne noch sagen möchtest? Nee, also ich fand jetzt das ganz umfangreich, jetzt dieses Interview, und ich denke, da ist wirklich vieles zur Sprache gekommen und auch an Aufklärung geschehen. Ja. Marcel, deine Seite, gibt es noch etwas, was du noch ergänzen möchtest? Vielleicht nur ganz kurz den Hinweis, es kommt jetzt gar nicht so, oder käme gar nicht so drauf an, dass man hier in Person ausfragt und vor Gericht sozusagen zerrt. Alle Informationen sind eigentlich schon vorhanden. Wenn man das Phänomen umfassend aufklären wollte, könnte man das in recht kurzer Zeit. Da müsste man nur mal von allen Therapeuten, klar, man müsste die dann irgendwie von ihrer Schweigepflicht auch entbinden, mal zusammensammeln, was es dort gibt. Und da würde man sich wahrscheinlich wundern, wie viele Übereinstimmungen es gibt bei genannten Tätern, bei genannten Tatorten und so weiter, so dass sich dann sehr schnell allein aufgrund dieser Informationen, die ja inzwischen in hunderten Fällen allein in Deutschland über die letzten 20 bis 30 Jahre zusammengesammelt wurden, da würde sich schon ein ganz klares Bild von Täterstrukturen und so weiter ergeben. Da hätte man ohne Ende Ermittlungsansätze und die würden sicher auch in vielen Fällen zum Erfolg führen. Aber wie gesagt, da gibt es Kräfte, die natürlich sowas unterbinden. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort im Sinne, dass sich die Leute bewusst sind, warum das momentan so schwierig ist, da weiterzukommen. Nichtsdestotrotz, aufgeben ist keine Option, Hoffnung stirbt zuletzt, und das hat Chantal richtig gesagt. Ich hoffe auch sehr, ich hoffe, dass es nicht 5 Jahre dauert, sondern weniger, dass da Leute vor Gericht kommen und auch verurteilt werden. Ja, sag niemals nie, und deshalb vielen Dank an euch beiden für eure Zeit und vor allem auch Chantal für die 8 Teile. Ich glaube, Irrtum vorbehalten wäre das nächste Mal die Fragerunde. Kann das sein, Chantal? Ja, richtig. Wir haben jetzt noch eins vor, gell? Und das wären dann Fragen und Antworten. Genau, also überlegt euch Fragen und dann... genau, ich werde das wie immer ein Mentimeter starten, dann könnt ihr die Fragen stellen und die meisten abgevoteten Fragen, die wichtigsten Fragen für die Community werden dann auch gestellt. Chantal und ich werden uns Gedanken machen, ob wir vielleicht andere Persönlichkeiten auch noch einladen, falls das ein Thema ist, dass wir dann vielleicht breiter aufgestellt sind, aber das entscheiden wir dann spontan. Das wird nächsten Donnerstag sein, um 20 Uhr könnt ihr dann Fragen stellen, natürlich direkt an Chantal oder dann auch andere, das werde ich aber noch dann mit Chantal besprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir bleiben sicher in Kontakt. Marcel, es war toll für die Informationen und auch danke für deinen Einsatz. Ist heutzutage leider nicht selbstverständlich. Ich kann nur von mir reden. Seitdem, dass ich weiß, dass es das gibt, kann ich nicht mehr zurück. Und ja, einige sagen, Roger, pass auf, da könnte was passieren. Dann sagen wir, ich bin jetzt mal ein bisschen unanständig. Fuck you, ich mache das, weil ich kann nicht anders und deshalb ist es genau richtig, wie es ist. In dem Sinne einen wunderschönen Abend und bis sehr bald euch beiden. Danke dir für den Einsatz. Ja, ciao. Tschüss. So, ein tolles Gespräch, ich glaube sehr informativ, und ich kann einfach nur sagen, was mich persönlich geschockt hat an diesem Interview war, dass da die im Strafbestand nicht genauer definiert ist.
Deshalb werden keine Statistiken geführt, es wird auch nicht irgendwelche Stellen aufgemacht für Therapien und so weiter und so fort. Und das geht einfach gar nicht. Dann habt ihr das Rest auch mitgehört, wieso das es nicht weitergeht. Aber ich denke, aufgeben ist definitiv keine Option. Und ich werde jetzt kurz noch sagen, ich werde bald noch schnell ein Extra bringen. Es wird wahrscheinlich 10 Minuten dauern. Da werde ich aktuelle Informationen aus Argentinien von einem Fall, wo viele Verhaftungen gegeben hat jemand, der lange in der Schweiz ist, aber jetzt in Argentinien wohnt, mir ein Audio zur Verfügung gestellt, das ich mit euch abspielen kann. Das könnt ihr gerne dann nachher mal reinhören, wenn ihr wollt. Also in dem Sinne, danke, dass ihr dabei wart und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbindet die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.